Bistabiler Multivibrator. Was? Welcher arme, einsame Elektrotechniker hat sich denn den Begriff ausgedacht? Habe ich mich auch gefragt, ganz ehrlich. Nun ja, es handelt sich um nichts weiteres als um eine mono- bzw. bistabile Kippstufe. Jetzt ist alles klar, nicht? Ja. Also um was geht's genau? Es geht um einen Kondensator, an dem auch schön umgeladen wird. Sehr spannend. Wir schauen uns an einen Transistor, und zwar im Genauen dann ein PNP-Transistor, das ist auch nicht so alltäglich. Und wir schauen uns dazu an noch eine ganz wichtige Grundlage, den Spannungsteiler. Ja, und die drei Sachen in Kombination sind heute so ein bisschen Thema, anhand von einer sehr interessanten Schaltung, die auch sehr zum Nachbauen mal empfohlen ist und damit selber rum zu experimentieren, wenn man interessiert ist. Genau, und damit herzlich willkommen. Los geht's hier bei Technik, Tipps und Tricks. Und hier haben wir wieder unseren allerliebsten Experimentierbaukasten aus dem wahrscheinlich sozialistischen Polen noch. Und hier haben wir jetzt tatsächlich auch das zu sehen, was unter der Abdeckung war im letzten Video. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Wenn nicht, schaut es euch nochmal an, denn es wäre wirklich gut. Das basiert jetzt nämlich alles hier auf dem, was damals dort erzählt wurde. Wir befassen uns jetzt erstmal nur mit dem linken Teil der Schaltung, also alles, was da links vom Tastkopf ist, im ersten Schritt. Und zwar haben wir hier wieder, wie vorher, eine LED, die leuchtet, und oben den PNP-Transistor, der also in dem Fall jetzt den verstellbaren Widerstand ersetzt, den wir im ersten Beispiel hatten. Und leider gab es kein NPN, was ja geläufiger ist, aber dafür müssen wir jetzt halt uns einfach mal ein bisschen umgewöhnen, was ja durchaus auch mal ein bisschen so Gedankengymnastik ist, damit man sich nicht zu sehr in eine Richtung festlegt. Also wir haben eben, wie gesagt, hier unsere Leuchtdiode und wieder den Vorwiderstand wie beim letzten Mal, diese 15 Ohm, der einfach nur zur Begrenzung dient, und insgesamt 4 Volt liegen an, wie das letzte Mal auch, und haben unsere Massefläche wieder mit dem Tastkopf dran geklemmt. Und der Tastkopf selber liegt jetzt eben hier an der Basis vom Transistor an, und da messen wir so diese Spannung des Spannungsteilers zwischen dem LDR und dem Basisstrang hier des Transistors. Der LDR ist ein photoempfindlicher Widerstand, das heißt, der wird mit viel Licht, so wie es jetzt ist, sehr gut leiten können. Und wenn wir den LDR abdunkeln, dann geht der Widerstand dann von ihm hoch in Richtung einige 100 Kiloohm. Ein Transistor ist ja ein Stromverstärker, das heißt, wenn ein kleiner Basisstrom beispielsweise im Milliampere-Bereich fließt, dann wird es wie eine gigantische Hebelwirkung, dass dann der Kollektorstrom hier viel größer sein kann. Und wir haben hier eben mit dem LDR, wenn wir den jetzt abdunkeln, eine sehr starke Verringerung des Basisstroms, sodass es dann nicht mehr ausreicht, sogar nur diesen kleinen Diodenstrom fließen zu lassen. Und der Arbeitsbereich von dem Transistor ist also wirklich auch ein Stück weit linear. Das heißt, der macht jetzt nicht auf einen Schlag hart zu oder hart wieder auf, sondern man kann jetzt hier gleich mal sehen, dass wenn ich nur ein bisschen abdunkel, dass dann auch die LED tatsächlich in einem gewissen Bereich dann auch nur ein bisschen dunkler wird. Das heißt, der Transistor macht nur ein bisschen zu oder ein bisschen auf. Ja, leider müssen wir nochmal heute auch mit unserem Backup-Ostsee vorlieb nehmen. Es gibt leider gerade nichts Besseres hier. Aber ja, ich denke, es wird tun, und wir vergrößern wieder den relevanten Bereich hier im rechten Bildbereich, damit man die Details besser sehen kann. Also wir hängen hier an der Basis dran, und wenn wir jetzt abdecken, dann sieht man, dass eben die Spannung sich verändert. Die Spannung steigt, weil der Strom so klein wird, und dann wird diese Diodenspannung sehr gering, und das bedeutet, dass dieser Knotenpunkt sozusagen nach oben wandert. Bevor wir in den nächsten Schritt gehen, schauen wir uns noch mal kurz ein bisschen Theorie zum Kondensator an. Und zwar in der Form, dass wir da erstmal gucken müssen, was genau ist das Besondere. Das ist im Prinzip eine kleine Pufferzelle, könnte man sagen, ähnlich wie ein Akkumulator, an dem man Spannung anlegen kann, die sich dann, wenn man die wieder wegnimmt, erstmal ein bisschen hält. Und das liegt an diesem elektrischen Feld zwischendrin. Ich habe es hier mit den kleinen Pfeilchen mal angedeutet, was dann so eine Art Anziehungskraft zwischen beiden Polen ausbildet und dann die erstmal sich sozusagen halten möchten. Ja? Also das heißt, stellt es euch einfach vereinfacht vor, ihr hättet jetzt zum Beispiel hier den Kondensator zwischen einer Plus- und einer Minus-Spannungskraft
Spannungsquelle drin und diese Spannungsquelle wäre wie im ersten Beispiel, im ersten Video, also eine Wasserleitung mit einem Druck drin und jetzt bauen wir da ein Reservoir in die Leitung mit rein, sodass ich dort eine gewisse Wassermenge erstmal drin sammeln kann. Wäre jetzt unser Kondensator, dieses Reservoir. Das füllt sich dann also erstmal auf. Im ersten Moment fällt da sogar erstmal der Druck in der Leitung sehr stark ab. Das ist auch beim Kondensator so. Wenn man den anfängt aufzuladen, dann ist der erstmal wie ein Kurzschluss, weil da ganz viel Ladung rein will. Und je voller der dann ist, desto weniger Strom fließt rein und dadurch ergibt sich dann so eine Exponentialfunktion, sodass der sich immer langsamer auflädt mit der Zeit. Das ist jetzt aber ein Detail, das ist gar nicht mal so interessant für uns. Wir werden das dann nachher auch sehen, diese Kurve. Aber zunächst mal geht es einfach darum, dass ein bisschen Zeit vergeht, bis dieser Kondensator aufgeladen ist. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, von diesem Wasserreservoir dann die Eingangsseite entfernt, also das heißt den Zulauf unterbindet, sodass nur noch das Reservoir da ist und auf der anderen Seite Wasser abfließen kann, dann hält uns einfach dieses Reservoir auch noch eine gewisse Zeit sozusagen über Wasser. Da kann dann weiter was rausfließen und somit sozusagen puffert es oder glättet einfach unseren, sag ich mal, Wasserverbrauch in der Form, dass das nicht einfach so zusammenbricht, wenn uns jemand das Wasser dreht, sondern wir können da noch ein bisschen mit diesem Druck weiterarbeiten, wenn der Wasserbehälter hoch genug ist. Das heißt, wir haben auch am Kondensator eine Möglichkeit, erstmal noch eine Weile Strom zu entnehmen oder Spannung liegt dann auch noch an und fällt dann aber eben auch wieder ab, solange sich der Kondensator entlädt. So, und diese Zeitthematik ist jetzt wichtig im weiteren Verlauf. Das heißt, wir müssen einfach gucken, was passiert dann, wenn man diesen Kondensator umlädt. So oder so, dann passieren da interessante Effekte und das schauen wir uns dann mal an, jetzt im Detail, wie sich das auswirkt. Im nächsten Schritt ist es also mal wichtig, den Kondensator hier sich anzuschauen. Wir haben den an einem Spannungsteiler von Plus über diesen ersten Widerstand, einen Knoten und dann einen zweiten, der dann weiter runter geht an Masse. Und dazwischen messen wir eben die Spannung jetzt, wo ja auch der Kondensator angeschlossen ist. 2 Volt, da sind wir jetzt ungefähr, pendelt da so hin und her. Und dieser Kondensator auf der anderen Seite geht eben hier an den Kollektor dran. Da können wir ihn einmal nach unten Richtung Minus oder Richtung Plus umladen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dann die Spannung nach oben schnalzen lassen, dann muss der Transistor leiten, ja, oder nach unten, indem wir den Transistor sperren lassen. Das bedeutet, der ganze Kondensator wird zum Beispiel nach unten umgeladen und wird nach unten gerissen. Das heißt, die andere auch. Und das dauert dann eine Weile, bis die sich über das Widerstandsnetzwerk wieder aufgeladen hat. Ja, und pendelt sich dann erstmal langsam wieder ein. Und jetzt zum Beispiel, ja, sieht man, es wird nach unten gezogen, sofort. Und jetzt arbeitet er sich wieder nach oben. Und das gleiche passiert jetzt, wenn ich loslasse, wird er nach oben umgepolt. Und das sieht man jetzt also hier, wenn ich loslasse. Zack. Und jetzt kommt er wieder langsam runter. Und je stärker er sich schon wieder neutralisiert hat, umso größer ist dann auch der Sprung bei der nächsten Umladung. Hat er nicht genug Zeit gehabt, ist der Sprung entsprechend auch nicht so groß. Und wie kommt es jetzt, dass also die eine Flanke immer ganz schnell und steil ist und die andere dann so langsam? Das ist ganz einfach, nämlich hier haben wir einen sehr geringen Widerstand, der eine sehr schnelle Aufladung bewirkt. Also wie ein Kurzschluss sozusagen wird da genauso hier vielleicht 150 Ohm versus 180 Kilo Ohm hier oben. Also das ist Metallstange gegen Gummiband sozusagen. Man spricht auch von niederohmig auf der linken Seite und hochohmig auf der rechten Seite. Wir schauen uns nochmal das sogenannte RC-Glied ein bisschen im Detail an. Und zwar ist das die Kombination aus einem Widerstand und einem Kondensator, beides in Reihe geschaltet, so wie wir es hier sehen. Das heißt, wenn sich jetzt der Kondensator aufladen soll, muss die Spannung, die man an beidem jetzt hier anlegt, außen, erstmal über den Widerstand drüber und entsprechend geht es langsamer. Ja, das hatten wir auch in unserem ersten Beispiel. Das ist also wie ein Ventil, was man in der Wasserleitung erstmal ein bisschen aufdreht, sodass der Widerstand relativ hoch ist und dadurch nur wenig Wasser jetzt ins Reservoir reinfließen kann und sich das dann erstmal langsam auflädt und auffüllt. Und so ist es hier eben auch in der Praxis. Man kann jetzt den Kondensator, dessen Kapazität mit dem Widerstand einfach multiplizieren, bekommt dann die sogenannte Zeitkonstante Tau, die dann ein Maß für die
Zeit dieses RC-Glieds darstellt. Also wie lange dauert es, das Ding auf einen gewissen Stand zu bringen. Das sagt es dann sozusagen aus. Und in der Praxis ist es so, dass die Kondensatoren, die sind meistens relativ groß, die sind auch relativ teuer. Und so kann man dann also mit einem relativ kleinen Kondensator, der dann günstiger ist und auch weniger Platz wegnimmt, und einem großen Widerstand trotzdem eine große zeitliche Wirkung erzielen. Ja, und in unserem Fall haben wir hier 47 Mikrofarad mit etlichen 100 Kiloohm und so ergibt sich dann auch was man dann schon sehen kann mit bloßem Auge, dass sich da zeitlich etwas relativ langsam verändert. Mit dem Transistor jetzt wieder eingesetzt ist dasselbe wie vorher, hier Abgriff und Widerstand. Wenn wir jetzt hier die erste Seite blockieren, passiert erstmal nicht viel mit der Spannung, weil die auf der rechten Seite noch über die Diode an Plus gezogen wird. Und wenn ich jetzt loslasse, springt die Spannung nach oben und zwar noch über diese 4 Volt drüber. Ja, das heißt, wir springen noch über die eigentliche Betriebsspannung drüber, wodurch dann die Diode sperrt, weil die in Gegenrichtung betrieben wird und es fließt kein Strom mehr. Dadurch geht dann kurzzeitig die LED aus und erst wenn die wieder sich neutralisiert hat, also wenn sich das dann langsam wieder über diesen Widerstand entladen hat, der Kondensator, dann beruhigt sich das und die Spannung kommt zurück auf ihr normales Niveau. Somit haben wir jetzt hier einen monostabilen Multivibrator, denn mit einem einmaligen Triggern kommt der nach einiger Zeit wieder selber zurück. Und hier sehen wir jetzt die Ausrichtung auf Kollektorseite bei 2 Volt. Das liegt daran, dass der Transistor also nicht ganz durchgesteuert ist im Ruhezustand, aber das macht es interessanter jetzt zu sehen, nämlich hier, wir haben es gerade gesehen, also wenn ich dann abdunkle, dann blitzt die LED kurzzeitig auf, ja, man sieht es hier. Und das kommt dann eben daher, dass dann bei der Umladung der Kondensator sehr schnell über die Basisdiode umgeladen wird, aber das dann im Prinzip hier in Form von diesen Spannungsspitzen nach oben sichtbar wird, wegen der Transistorstromverstärkung. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal zum nächsten Level bringen. Und zwar sehen wir ja hier schon einen Abzweig drin und hier auch. Ja, und jetzt können wir ja an dieser Stelle, so wie wir es hier auch schon gemacht haben, und zwar Basiskollektor einmal hier von hier Basis an Kollektor auch wieder einen Kondensator reinsetzen. Was passiert denn dann wohl? Na, machen wir das mal. Ihr habt gerade gesehen, ich habe den Schalter erstmal ausgeschaltet, ja. Und das ist auch echt was ich wirklich euch anraten möchte, es als Gewohnheit bei euch einzubürgern, ja. Weil es ist Sicherheit für die Schaltung und solltet ihr später mal wirklich nach einer Ausbildung, was man ja immer haben muss, und zu einer Fachkraft geworden sein, die dann auch an gefährlichen Schaltungen arbeitet, also wo dann zum Beispiel diese 230 Volt eine Rolle spielen, dann habt ihr einfach ein gutes Training dafür, Sicherheit für euch, weil den Strom, die Spannung selber, man sieht sie nicht. Ja. Wenn man nicht zufällig eine Leuchtdiode oder irgendwas hat, die man dann auch sieht und man achtet da aber auch manchmal dann gar nicht drauf, man ist so auf seine Thematik fokussiert. Ja, also immer schön Spannung aus, Spannung ein. Schadet überhaupt nichts, ja. Macht das euch zur Angewohnheit. So, und wir schalten ein. Und, oh, Bimmel, Bimmel, schau an. Na, guck mal hier. Da passiert ja immer wieder das Gleiche periodisch. Ja, also das ist eben genau dieser Trick an der Basis, dass eben durch diese überhöhte Spannung die Diode sperrt vom Transistor, kurzzeitig eine Umladung stattfindet und auf der anderen Seite das Gleiche dann wieder passiert nach einer Zeit. Und das ist im Prinzip wie eine Wippe, die immer wieder hin und her schwingt. Und im Moment ist sie natürlich sehr stark unbalanciert. Das heißt, auf einer Seite haben wir da eine sehr starke Zeitkonstante, eine sehr lange Ladezeit und auf der anderen Seite ist es sehr kurz.
Ja, und jetzt ist hier eben auf der linken Seite der LDR gerade sehr klein, deswegen ist die Zeitkonstante da kurz und jetzt spielen wir mal damit ein bisschen so. Jetzt kann ich hier so ein bisschen probieren und jetzt sieht man plötzlich, wenn ich hier ganz zumache, dann ist das genau umgekehrt. Dann ist also der LDR jetzt plötzlich viel größer als das auf der rechten Seite. Ja, und jetzt kann ich hier mich so ein bisschen annähern und gucken, ab wann ist denn das ungefähr gleich. Jetzt ungefähr, ja, jetzt habe ich also ungefähr links und rechts das gleiche RC-Glied, die gleiche Umladezeit. Und wieder zurück im Ausgangszustand. Das ist er also, unser bistabiler Multivibrator, aka bistabile Kippstufe. Das heißt, sie geht immer von einem Zustand in den anderen wieder zurück. Hier haben wir jetzt nochmal so einen Impuls auf dem Ostsee eingefangen. Der ist sozusagen jetzt getriggert, gecaptured. Und jetzt sehen wir hier auf der linken Seite eben, dass hier die erste Periode sehr kurz ist. Das entspricht also dieser kurzen Zeit. Und auf der anderen Seite entsprechend langsamer dann der Abfall, was der anderen Periodendauer entspricht. So, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das war einigermaßen kurzweilig. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Überlegt euch ein Abo abzuschließen, weil es gibt weiterhin gute Sachen hier auf dem Kanal. Macht gerne was in die Kommentarzeile rein und schickt das ab, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen fürs nächste Mal. Und ansonsten möchte ich euch auch gerne einladen, mal in der Beschreibung auf diesen Link von meiner Seite zu klicken, um euch da ein bisschen umzusehen, was ich sonst noch so am Start habe. Also, wir sehen uns in Kürze wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschiki, ciao.